Caroline ist 65 Jahre alt, eine Berlinerin. Sie geht die Leipziger Straße entlang. Während sie sich im Dunkeln mühsam vorantastet, geschieht plötzlich etwas. Die alte Frau bleibt abrupt stehen. Sie hebt leicht den Kopf, muss jedoch die Augen zusammenkneifen. Und unwillkürlich kommen ihr diese Worte über die Lippen. Was ist das? Sind etwa die Sterne auf die Erde gefallen? Dieser Moment wird für Caroline unvergesslich. Und auch für die Geschichte Berlins ist es ein Wendepunkt. Nichts wird mehr so sein wie zuvor. Berlin, der 24. August 1886. In der Leipziger Straße leuchtet ein neues Licht. Weiß, konstant. Ein Licht, das nicht flackert, keinen Rauch erzeugt. Die Menschen blicken auf die elektrischen Bogenlampen, aber nicht voller Bewunderung. Da ist ein Gefühl des Unbehagens. Für diese Uhrzeit ist es viel zu hell. Jemand fasst diesen Moment leise in einem Satz zusammen, der Geschichte schreiben wird. Ein dem Abend aufgezwungener Tag. Das Licht beherrscht die Dunkelheit der Nacht. Ein Tag, den damals niemand wollte. Denn dieses Ereignis markiert den Beginn von etwas, das das Leben der Menschen unmittelbar verändern wird. Doch warum empfanden die Menschen dieses Licht als störend, obwohl sie die Veränderung deutlich spürten? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir in die Zeit zurückgehen, als Berlin noch ohne Elektrizität war. Wir müssen schauen, wie die Menschen lebten, worüber sie in der Nacht sprachen und wer für das Licht in den Straßen sorgte. In Berlin gab es einen sehr scharfen Übergang zwischen Tag und Nacht. Sobald es dunkel wurde, veränderte sich das Leben schlagartig. Man wählte kürzere Wege, ging schneller. Denn Dunkelheit bedeutete Unsicherheit. Und die Straßen Berlins waren ohnehin dunkel genug. Bis zum Jahr 1826 gab es in Berlin keinerlei Straßenbeleuchtung. Diese Aufgabe lag bei den Nachtwächtern. Sobald es dunkel wurde, traten sie in Erscheinung. Mit kleinen Fackeln in der Hand zogen sie durch die Straßen, riefen laut die Uhrzeiten aus. Hört ihr Leut und lasst euch sagen, die Glock hat 10 geschlagen. Und mit diesen Rufen signalisierten sie den Menschen, habt keine Angst, wir sind da. Die Anwohner kannten die Stimmen der Wächter. Wenn sie ihnen begegneten, grüßten sie sich mit einem Nicken. Eine stille, aber starke Verbindung. Das Licht der Wächter reichte vielleicht nicht aus, um die Straßen zu erhellen, doch schon ihre Schritte vermittelten Sicherheit. Und die Familien der Wächter? Auch sie brauchten nachts die Schritte anderer Wächter, um sich sicher zu fühlen. Wenn du uns auf dieser Reise durch Geschichten begleiten möchtest, abonniere gern unseren Kanal und lass ein Like da. Weiter geht's. Ab 1826 lernte die Stadt die Gaslampen kennen. Mit dieser Veränderung wurden die Straßen in der Dunkelheit etwas heller. Doch diese Gaslampen waren nicht überall vorhanden. Und es gab noch ein Problem. Sie zündeten sich nicht von selbst. Jemand musste sie anzünden. So traten die Laternenanzünder auf den Plan. Mit dunklen, robusten Mänteln und Hüten. Mit langen Stäben, den sogenannten Lundstock, zogen sie von Straße zu Straße. Am Ende dieser Stäbe brannte eine langsam glimmende Zündschnur. Sobald sie mit dem Gas in Berührung kam, entstand ein Funke. Bei Tagesanbruch gingen sie erneut durch die Straßen und löschten jede einzelne Lampe, geduldig und gewissenhaft. Auch sie waren den Menschen vertraut, genau wie die Nachtwächter. Doch an manchen Abenden durften die Lampen gar nicht erst angezündet werden. Was geschah dann mit der Stadt im Dunkeln? Der Kreislauf von Tag und Nacht vollendete sich mit dem ersten Licht des Morgens. Doch die Stadt sparte bei der Beleuchtung. Besonders in Vollmondnächten blieben viele Lampen aus. Doch das Mondlicht erreichte nicht jede Ecke gleich. An solchen Abenden lag ein großer Teil Berlins im Dunkeln. Die Straßen wurden noch unsicherer, besonders die engen und dunklen Gassen. Sicherheit wurde dem Sparen geopfert. Und war nur die Straße dunkel? Natürlich nicht.
Die Dunkelheit war überall. In den Straßen, in den Gebäuden, in den Wohnungen. Still und beängstigend. Werfen wir einen Blick in die Häuser. Was machten die Menschen an einem elektrizitätslosen Berliner Abend? Die meisten zogen sich früh zurück, denn die Laternenanzünder signalisierten, es ist Zeit, nach Hause zu gehen, nicht draußen zu bleiben. Zu Hause wurden nur wenige Kerzen angezündet. Das Abendessen wurde vorbereitet. Danach saß man zusammen, sprach miteinander. Alle versammelten sich um das Kerzenlicht, erzählten Geschichten des Tages. Kleine Reparaturen oder Näharbeiten wurden erledigt. Nichts hinderte die Menschen daran, miteinander Zeit zu verbringen. Manche Männer gingen nach der Arbeit in kleine Kneipen. Sie tranken, unterhielten sich. Doch sie durften nicht zu spät nach Hause kommen. Denn sonst mussten sie eine Strafe zahlen. Die Nacht begann im Berlin des 19. Jahrhunderts früher. Viele Haustüren wurden spätestens um 22 Uhr verschlossen. Kam man zu spät, musste man den Hausmeister wecken. Und das bedeutete Sperrgeld. Eine Gebühr, die für Arbeiter und Mittelschicht ärgerlich und belastend war. Für Reiche hingegen spielte das kaum eine Rolle. Doch was machten eigentlich die Reichen? Wie lebten sie in den dunklen Berliner Nächten? Wie in jeder Zeit war das Leben nicht für alle gleich. Während Arbeiterfamilien Kerzen sparen mussten, waren die Nächte der Reichen länger. In ihren Salons brannten mehrere Kerzen und Öllampen. Sie empfingen Gäste, führten lange Gespräche. Wenn sie allein waren, lasen sie Bücher oder hörten Musik, die auf dem Klavier gespielt wurde. Und du? Wärst du in diesen dunklen Berliner Nächten lieber arm oder reich gewesen? Schreib es in die Kommentare. Weiter geht's. Wir kehren zurück zum 24. August 1886, dem Tag, an dem das Licht die Leipziger Straße erreichte. Als Caroline das Licht zum ersten Mal sah, dachte sie, die Sterne seien auf die Erde gefallen. Doch das stimmte nicht. Die Sterne waren nicht herabgestiegen, sie waren verschwunden. Es war nicht mehr nötig, Lampen anzuzünden, das Licht entstand einfach von selbst. Die Menschen mussten sich nicht mehr vorsichtig durch dunkle Straßen tasten, denn es gab nun dieses Licht, das manche als gegen die Ordnung der Natur bezeichneten. Doch nicht nur die Menschen waren betroffen. Vögel verloren ihren Orientierungssinn und kreisten um das Licht. Schwärme von Motten wurden davon angezogen. Fledermäuse, einst Meister der Dunkelheit, verloren ihren Vorteil. Zum ersten Mal veränderte das Licht nicht nur das Leben der Menschen, sondern das gesamte Gleichgewicht der Stadt. Elektrizität machte Berlin sicherer, schneller und moderner. Doch gleichzeitig ließ sie etwas langsam verschwinden, die stillen, kostbaren Momente des Lebens, die man erst später vermisst. Würdest du in diese Zeit ohne Elektrizität zurückkehren wollen? Schreib es gern in die Kommentare.